Lektion 1: Stadtverkehr. Hallo Anna, sind dir die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt aufgefallen? Hallo John, ja, die meisten Städte verfügen über zuverlässige öffentliche Verkehrssysteme. Absolut. Es macht die Fortbewegung viel einfacher. Benutzt du es oft? Ich tue. Es spart Geld für Benzin und Parken. Außerdem ist es umweltfreundlicher. Genau. Haben Sie die neuen Buslinien ausprobiert? Noch nicht, aber ich habe gehört, dass sie sehr praktisch sind. Lasst uns bald eine Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln planen. Lektion 2: Koffeingespräche. Morgen Anna, wie läuft deine Kaffeeroutine? Hallo John, ich habe auf meinen Koffeinkonsum geachtet, besonders abends. Das ist eine gute Idee. Koffein kann den Schlaf beeinträchtigen. Klar, ich bin nach 16 Uhr auf Kräutertee umgestiegen. Kluge Wahl. Es ist entspannend und koffeinfrei. Haben Sie etwas an Ihrer Routine geändert? Ich habe auch den Kaffeekonsum reduziert, aber ich genieße ihn morgens immer noch. Das macht Sinn. Ein wenig Koffein kann für die Energie hilfreich sein. Definitiv. Ausgeglichenheit ist der Schlüssel zur Erhaltung einer guten Gesundheit. Lektion 3: Kundenorientierung. Hallo Anna, ich habe heute einen interessanten Artikel über Unternehmen gelesen. Hallo John, wirklich. Worum ging es? Es wurde erörtert, wie Unternehmen besser darin werden, ihren Kunden das zu bieten, was sie wollen. Das ist entscheidend. Das Verständnis der Kundenbedürfnisse ist der Schlüssel zum Erfolg. Genau. Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Faktor dabei? Ich glaube, dass effektive Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist. Es hilft Unternehmen, Feedback zu verstehen. Absolut. Den Kunden zuzuhören kann zu großen Verbesserungen führen. Ist Ihnen aufgefallen, dass lokale Unternehmen dies gut machen? Ja, es gibt ein Café, das immer nach Kundenvorschlägen fragt. Lektion 4: Hochzeitswunder. Morgen Anna, ich bin gerade von einer wunderschönen Hochzeit zurückgekommen. Hallo John, das hört sich wunderbar an. Wie war die Atmosphäre? Es war magisch. Die Braut sah umwerfend aus, als sie den Gang entlang ging. Ich kann es mir vorstellen. Wurde Musik gespielt? Ja, der Organist spielte ein wunderschönes Lied auf der Orgel. Das muss bezaubernd gewesen sein. Sind alle aufgestanden, um zuzusehen? Ja, wir standen alle auf und sahen zu, wie sie eintrat. Es war ein besonderer Moment. Ich liebe Hochzeiten. Sie bringen alle auf so freudige Weise zusammen. Genau, es ist wunderbar, die Liebe zwischen zwei Menschen zu sehen. Lektion 5: Politische Perspektiven. Hi Anna, hast du in letzter Zeit die Nachrichten verfolgt? Hallo John, ja. Es ist faszinierend zu sehen, wie Frauen in politischen Führungspositionen vertreten sind. Definitiv. In den letzten Jahren gab es erhebliche Fortschritte. Ich stimme zu. Vielleicht kommt bald der Tag,
an dem wir eine paritätische Vertretung haben. Das wäre großartig. Es ist wichtig, dass alle Stimmen gehört werden. Syluf. Unterschiedliche Perspektiven führen zu einer besseren Entscheidungsfindung. Haben Sie in letzter Zeit Beispiele dafür gesehen, wie Frauen Barrieren durchbrechen? Ja, mehrere Frauen leiten mittlerweile Nationen und das ist inspirierend. Das ist es wirklich. Ich hoffe, dass dieser Trend anhält und stärker wird. Lektion 6: Medizinische Erkenntnisse. Guten Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit etwas über Arztpraxen gelesen. Hallo John, das klingt interessant. Was hast du entdeckt? Ich habe erfahren, dass ein Arzt manchmal im Rahmen einer Behandlung Injektionen mit einer Nadel verabreicht. Das stimmt. Injektionen können aus verschiedenen medizinischen Gründen wichtig sein. Ja, sie können dabei helfen, Patienten schnell mit Medikamenten zu versorgen. Ja, und es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass der Eingriff sicher durchgeführt wird. Mussten Sie schon einmal eine Spritze bekommen? Ja, ich erinnere mich, dass ich zuerst nervös war, aber es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Das ist ein weit verbreitetes Gefühl. Das Verständnis des Prozesses kann helfen, Ängste zu lindern. Lektion 7: Politische Perspektiven. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über Arbeitsplatzrichtlinien nachgedacht. Hallo John, was ist mit Ihnen? Ich denke, die Richtlinie wird klare Erwartungen und Richtlinien für alle festlegen. Das ist wichtig. Klare Richtlinien können Produktivität und Arbeitsmoral verbessern. Absolut. Es hilft den Mitarbeitern zu wissen, was von ihnen erwartet wird. Haben Sie an Ihrem Arbeitsplatz wirksame Richtlinien gesehen? Ja, wir haben eine flexible Arbeitspolitik, die wirklich zur Work-Life-Balance beiträgt. Das hört sich großartig an. Flexibilität kann zu zufriedeneren Mitarbeitern führen. Genau, es zeigt, dass sich das Unternehmen um seine Mitarbeiter kümmert. Lektion 8: Reisepläne. Hi Anna, hast du schon über unsere Reise nachgedacht? Hallo John, ja. Ich möchte unsere Unterkunft bald fertigstellen. Das ist eine gute Idee. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn? Ich denke über die gemütliche Hütte am See nach. Es sieht perfekt aus. Klingt großartig. Es wäre schön, am Wasser zu entspannen. Ja, außerdem liegt es in der Nähe von Wanderwegen. Das ist perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Wann möchten Sie es buchen? Ich werde das heute Abend tun, nachdem ich die Verfügbarkeit überprüft habe. Eindrucksvoll. Ich kann unser Abenteuer kaum erwarten. Lektion 9: Ratschläge für Haustiere. Morgen, Anna, ich habe gehört, dass du ein neues Haustier bekommst. Hallo John, ja. Ich bin so aufgeregt darüber. Irgendwelche Ratschläge? Natürlich. Ich denke, es ist wichtig, eine Routine in Ihre Pflege zu integrieren. Das macht Sinn. Eine Routine würde Ihnen helfen, sich sicher zu fühlen. Genau. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie sie frühzeitig sozialisieren. Geselligkeit ist der Schlüssel. Ich möchte, dass mein Haustier freundlich zu anderen ist.
Rechts. Und vergessen Sie nicht das Training. Es ist wichtig. Ich werde mir auf jeden Fall Schulungskurse ansehen. Danke für die Tipps. Jederzeit. Ich gebe immer gerne Tipps für Haustiere. Lektion 10. Hydratisiert bleiben. Ei, Anna, hast du in letzter Zeit genug Wasser getrunken? Hallo John, ich versuche es. Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel für eine gute Gesundheit. Absolut. Es hilft bei der Verdauung, dem Stoffwechsel und dem allgemeinen Wohlbefinden. Ich habe gelesen, dass eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr auch die Konzentration verbessern kann. Ja, es ist erstaunlich, wie viel Wasser Ihr Energieniveau beeinflussen kann. Ich trage oft eine Wasserflasche bei mir, um mich daran zu erinnern, etwas zu trinken. Das ist eine tolle Idee. Es macht es viel einfacher, hydriert zu bleiben. Ich sollte auch Erinnerungen auf meinem Telefon einrichten. Kluger Schachzug. Ausreichend Wasser zu trinken ist für jeden lebenswichtig. Lektion 11. Tipps für öffentliche Verkehrsmittel. Hallo Anna, hast du vor, für unsere Reise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen? Hallo John, ja, ich habe gehört, dass es praktisch ist. Definitiv. Eine Wochenkarte können Sie an jedem Kassenhäuschen erwerben. Das hört sich einfach an. Wie funktioniert es? Sie zahlen nur einmal und alle Ihre Fahrten in der Woche sind damit abgedeckt. Das ist fantastisch. Es wird uns viel Geld sparen. Genau. Außerdem spart es jedes Mal Zeit beim Ticketkauf. Ich kann es kaum erwarten, die Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erkunden. Es macht Spaß, alles zu sehen und neue Leute kennenzulernen. Lektion 12. Dalongernis. Hi Anna, hast du den neuen Salon in der Nähe des Einkaufszentrums besucht? Hallo John, noch nicht. Ich habe gehört, dass sie großartige Dienstleistungen anbieten. Das tun sie wirklich. Ich habe dort letzte Woche einen Haarschnitt machen lassen und es hat mir sehr gut gefallen. Das klingt vielversprechend. Was hast du erledigt? Ich habe mich für einen trendigen Lagenschnitt entschieden. Es sieht frisch und stilvoll aus. Pfiff, ich denke darüber nach, ein paar Highlights zu bekommen. Das würde fantastisch aussehen. Highlights können ihren Look wirklich aufpeppen. Ja, außerdem ist es eine schöne Abwechslung für die Saison. Du solltest auf jeden Fall hingehen. Ich kann den Stylisten, den ich hatte, nur weit empfehlen. Lektion 13. Literarische Schichten. Guten Morgen, Anna. Hast du das neue Buch gelesen, über das alle reden? Hallo John, ja. Es wird diskutiert, dass Kultiviertheit nur für die Elite geeignet war. Interessant. Ich denke, es wirft einige wichtige Fragen zur Barrierefreiheit auf. Definitiv. Es deutet darauf hin, dass Literalismus für die Massen ausreichen würde. Das ist eine Perspektive, die zum Nachdenken anregt. Sind Sie damit einverstanden? Ich verstehe, woher Sie kommen, aber ich denke, jeder verdient die Tiefe der Literatur. Klar, Literatur sollte inklusiv und nicht exklusiv sein. Ja, es geht darum, unterschiedliche Erfahrungen miteinander zu verbinden. Ich liebe diese Idee. Bücher können Lücken zwischen uns schließen.
Lektion 14. Kleine Dinge sind wichtig. Hi Anna, ist dir aufgefallen, dass die kleinen Dinge einen großen Unterschied machen? Hallo John, absolut. Es sind die kleinen Dinge, die zählen, wissen Sie. Beispielsweise kann ein einfaches Kompliment jemandem den Tag versüßen. Tja, oder auch nur eine kleine Geste, etwa das Aufhalten der Tür. Rechts. Diese Handlungen zeigen Freundlichkeit und Rücksichtnahme. Das tun sie wirklich. Es schafft eine positive Atmosphäre um uns herum. Ich denke, wir sollten uns alle öfter auf diese kleinen Taten konzentrieren. Vereinbart. Sie können einen positiven Welleneffekt erzeugen. Lasst uns eine Bewegung der Freundlichkeit starten, eine Kleinigkeit nach der anderen. Lektion 15. Wiederschauen Trends. Hallo Anna, sind Mitfahrrads hier beliebte? Hallo John, auf jeden Fall. Sie sind sehr beliebt und praktisch geworden. Mir ist aufgefallen, dass sie erschwinglich und einfach zu verwenden sind. Ja, es ist großartig für diejenigen, die kein Auto haben. Außerdem können sie dazu beitragen, Verkehrsstaus zu reduzieren. Das stimmt. Heutzutage entscheiden sich immer mehr Menschen für gemeinsame Fahrten. Haben Sie kürzlich eines verwendet? Ja, ich bin letztes Wochenende zu einem Freund gefahren. Hatten Sie eine gute Erfahrung? Lektion 16. Sonntagsreflexionen. Morgen Anna, bist du diesen Sonntag in die Kirche gegangen? Hallo John, ja, ich bin gegangen. Der Sonntagmorgen in der Kirche ist immer erhebend. Ich stimme zu. Es fühlt sich an wie ein Urlaub oder halber Urlaub in Nordamerika. Ja, es ist eine Zeit der Gemeinschaft und des Nachdenkens. Einige Geschäfte schließen wegen Gottesdiensten möglicherweise sogar früher. Das stimmt. Es zeigt Respekt vor der Tradition. Ich liebe es, wie sich Sonntage anders anfühlen als der Rest der Woche. Ich hoffe, es ist ein Tag, um neue Energie zu tanken und mit anderen in Kontakt zu treten. Machen wir es uns zur Gewohnheit, unsere Sonntagserlebnisse zu teilen. Lektion 17. Küchenutensilien. Hi Anna, hast du diese Küchenläden rund um das Einkaufszentrum gesehen? Hallo John, ja. Solche Geschäfte verkaufen auch Schürzen und Servietten. Genau, sie haben alles, was sie für ihre Küche benötigen. Ich liebe das. Es ist so praktisch, Küchenutensilien an einem Ort zu finden. Definitiv. Sie haben sogar einzigartige Gadgets, deren Verwendung Spaß macht. Es macht mir Spaß, nach interessanten Utensilien zu suchen. Sie machen das Kochen angenehmer. Rechts. Außerdem ist es schön, stilvolle Gegenstände in der Küche zu haben. Ich stimme zu. Eine schöne Küche kann Sie dazu inspirieren, öfter zu kochen. Schauen wir uns den Laden einmal gemeinsam an. Lektion 18. Sensibilität am Arbeitsplatz. Guten Morgen, Anna. Ich habe über Probleme am Arbeitsplatz gelesen. Hallo John, was fandest du interessant? Ich habe gelesen, dass sexuelle Belästigung in der Regel darin besteht, dass eine Mitarbeiterin von jemandem belästigt wird. Das ist bedauerlich. Es unterstreicht die Notwendigkeit besserer Arbeitsplatzrichtlinien.
Absolut. Die Schaffung einer sicheren Umgebung ist für alle von entscheidender Bedeutung. Wir Mitarbeiter sollen sich wohl und respektiert fühlen. Was können Unternehmen Ihrer Meinung nach tun, um dieses Problem anzugehen? Schulungen und klare Meldeverfahren könnten sehr hilfreich sein. Guter Punkt. Bildung ist der Schlüssel zur Vermeidung solcher Probleme. Lektion 19. Preisstrategien. Guten Morgen, Anna. Ich habe über unseren Geschäftsansatz nachgedacht. Hallo John, was geht dir durch den Kopf? Ich denke, eine flexible Preisstrategie wäre für uns von Vorteil. Das macht Sinn. Es kann mehr Kunden mit unterschiedlichen Budgets anziehen. Genau, das Anbieten von Rabatten in schwächenden Zeiten könnte den Umsatz steigern. Und es zeigt, dass uns die Bedürfnisse unserer Kunden am Herzen liegen. Rechts. Es geht darum, Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen. Ich bin gespannt, wie diese Strategie für uns funktionieren könnte. Lassen Sie uns die Zahlen analysieren und einen Plan erstellen. Lektion 20. Theatertriumphe. Hi Anna, hast du von der Schauspielfirma gehört, die gerade gegründet wurde? Hallo John, ja. Für die beteiligten Partner war es der erste Triumph. Es ist aufregend. Sie beschlossen, zukünftige Werke gemeinsam auf die Bühne zu bringen. Du, durch die Zusammenarbeit können so viele kreative Ideen zum Leben erweckt werden. Ich frage mich, welche Art von Theaterstücken Sie zuerst produzieren werden. Hoffentlich etwas Originelles. Neue Geschichten können ein Publikum wirklich fesseln. Rechts. Und Live-Auftritte haben immer diese besondere Energie. Ich stimme zu. Es ist spannend zu sehen, wie Schauspieler Charaktere zum Leben erwecken. Behalten wir Ihre kommenden Shows im Auge. Lektion 21. Eindeutige Identitäten. Guten Morgen, Anna. Ich habe über Familienähnlichkeiten nachgedacht. Hallo John, was ist mit Ihnen? Sie haben vielleicht die gleiche Haarfarbe und die gleichen Augen wie ich, aber Sie sind nicht ganz wie ich. Das ist so wahr. Sogar Geschwister können unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Genau, es ist faszinierend, wie unterschiedlich die Merkmale zwischen Familienmitgliedern sein können. Ich denke, es spiegelt unsere einzigartigen Erfahrungen und Entscheidungen wider. Absolut. Jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Das macht uns zu interessanten Menschen. Ich liebe es, etwas über diese Unterschiede zwischen Menschen zu lernen. Lektion 22. Minibar-Etikette. Hallo Anna, hast du schon einmal Artikel aus der Minibar in einem Hotel verwendet? Hallo John, ja, das habe ich. Es ist praktisch, kann aber teuer sein. Ich weiß, ich habe immer ein schlechtes Gewissen deswegen. Wisse, aber manchmal braucht man abends einfach einen Snack. Genau, wenn ich also etwas nehme, frage ich immer, ob es wieder aufgefüllt werden kann. Das ist klug. Es ist gut, sich beim Personal zu erkundigen. Außerdem hilft es dabei, alles für den nächsten Gast organisiert zu halten. Werf. Es geht darum, höflich zu sein und gleichzeitig ihren Aufenthalt zu genießen.
Denken wir bei unserer nächsten Reise daran. Lektion 23. Historische Begegnungen. Guten Morgen, Anna. Ich habe eine interessante Geschichte über den Niagara-Steilhang gelesen. Hallo John, was ist passiert? Ein Reisender kletterte die Böschung hinauf und entdeckte ein Indianerlager. Pfiff, das muss eine faszinierende Begegnung gewesen sein. Ja, sie unterstützten die Briten während dieser Zeit. Es ist faszinierend, wie verschiedene Kulturen historisch miteinander interagierten. Genau, Momente wie dieser prägen unser Geschichtsverständnis. Ich liebe es, etwas über diese Zusammenhänge zu lernen. Lassen Sie uns gemeinsam weitere Geschichten wie diese erkunden. Lektion 24. Marketing der Ambitionen. Hi Anna, denkst du immer noch darüber nach, eine Karriere im Marketing einzuschlagen? Hallo John, ja, es ist so ein kreatives Feld. Was reizt Sie daran am meisten? Ich liebe die Idee, Botschaften zu verfassen, die bei Menschen Anklang finden. Das ist ein toller Aspekt. Storytelling ist im Marketing wirkungsvoll. Absolut. Außerdem macht es mir Spaß, Trends und Verbraucherverhalten zu analysieren. Diese Fähigkeiten sind unerlässlich. Beim Marketing geht es darum, Ihr Publikum zu verstehen. Ja, ich denke, es könnte eine lohnende Karriere für mich sein. Ich glaube, dass Sie auf diesem Gebiet hervorragende Leistungen erbringen würden. Lektion 25. Texas Ventures. Hi Anna, hast du von diesem Unternehmer in Texas gehört? Hallo John, nein, was hat er getan? Er gründete sein eigenes Ölexplorationsunternehmen. Es klingt ambitioniert. War es erfolgreich? Nun, es war nicht so profitabel, wie er gehofft hatte. Das ist hart. Die Ölexploration kann riskant sein. Genau, aber es ist faszinierend, wie Menschen diese Risiken eingehen. Manchmal ist die Reise wichtiger als das Ergebnis. Definitiv. Es geht darum, aus Erfahrungen zu lernen und zu wachsen. Lektion 26. Gemeinsamkeiten finden. Guten Morgen, Anna. Mir ist etwas Interessantes aufgefallen, als ich neue Leute kennengelernt habe. Hallo John, was ist das? Immer wenn ich anfange, mit einer neuen Person zu sprechen, stelle ich fest, dass es ein gewisses Interesse gibt, das wir teilen. Das ist eine tolle Beobachtung. Gemeinsame Interessen können zu wunderbaren Gesprächen führen. Absolut. Es erleichtert die Verbindung erheblich. Ich liebe es, diese Gemeinsamkeiten zu entdecken. Welche Interessen finden Sie normalerweise? Oft ist es Musik oder Reisen. Du? Bei mir sind es meist Bücher oder Filme. Es macht Spaß, Favoriten zu vergleichen. Ja, fordern wir uns selbst heraus, in unserem nächsten Gespräch mehr gemeinsame Interessen zu finden. Lektion 27. Einkaufsempfehlungen. Hallo Anna, ich brauche einen Rat, was ich im Laden kaufen soll. Hallo John, wonach suchst du? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich möchte etwas Einzigartiges. Fragen wir auch das Ladenpersonal nach seinen Empfehlungen.
Tolle Idee. Sie kennen normalerweise die besten Produkte. Außerdem können Sie uns über Neuankömmlinge informieren. Genau, das ist immer hilfreich, Expertenmeinungen einzuholen. Ich bin gespannt, was Sie vorschlagen. Ich auch. Das könnte uns zu etwas führen, mit dem wir nie gerechnet hätten. Lektion 28. Dickens und die Gesellschaft. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit Charles Dickens gelesen? Hallo John, ja. Seine Geschichten sind so kraftvoll. Ich finde es faszinierend, wie sie zu einer Zeit geschrieben wurden, als die Regierungen sehr wenig unternahmen, um den Armen zu helfen. Das stimmt. Dickens hob die Kämpfe der Unterprivilegierten hervor. Seine Charaktere erwecken diese Themen wirklich zum Leben. Ja, sie sorgen dafür, dass man sich in ihre Situation hineinversetzen kann. Ich denke, Literatur hat eine einzigartige Art, die Gesellschaft zu reflektieren. Syluf, es kann Veränderungen anregen und zu Nachdenken anregen. Lassen Sie uns über weitere Autoren diskutieren, die sich mit sozialen Themen befassen. Lektion 29. Allergiebewusstsein. Hallo Anna, ich habe gehört, dass es dir nicht gut geht. Hallo John, ja, ich habe in letzter Zeit viel genießt. Ich schätze es. Glauben Sie, dass es eine Allergie sein könnte? Es ist möglich. Ich hatte schon früher ähnliche Symptome. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Ja, ich denke, das werde ich. Sie könnten vorschlagen, einige Tests durchzuführen, um sicherzugehen. Das ist eine kluge Idee. Es ist immer gut zu wissen, was los ist. Klar, ich möchte mich bald besser fühlen. Lassen Sie mich wissen, wie es läuft. Ich bin hier, um zu helfen. Lektion 30. Raumpräferenzen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, für meine Reise ein Hotelzimmer zu buchen. Hallo John, das hört sich spannend an. Gehst du alleine? Ja, ich bin allein, daher sollte ein Einzelzimmer ausreichen. Das macht Sinn. Einzelzimmer sind in der Regel auch günstiger. Genau. Außerdem bevorzuge ich es, meinen eigenen Raum zu haben. Ich verstehe. Es ist schön, auf Reisen Ruhe und Frieden zu haben. Recht, Sir. Ich kann mich entspannen, ohne mir Gedanken über das Teilen mit anderen machen zu müssen. Haben Sie ein bestimmtes Hotel im Sinn? Ich denke über das Neue in der Innenstadt nach. Es gibt tolle Kritiken. Lektion 31. Gartenroutine. Morgen, Anna, wie geht es deinem Gärtner? Hallo John, es floriert. Ich gieße meinen Garten jeden Tag. Das ist großartig. Regelmäßiges Gießen macht einen großen Unterschied. Das tut es wirklich. Ich töte auch das Unkraut in meinem Garten, um ihn gesund zu halten. Unkraut kann lästig sein. Haben Sie eine bestimmte Methode? Normalerweise ziehe ich sie mit der Hand oder mit einer Hacke heraus. Das klingt effektiv. Ich habe gehört, dass Mulchen auch helfen kann. Ja, das Mulchen verhindert das Wachstum von Unkraut und speichert die Feuchtigkeit. Ich könnte das vielleicht für meinen eigenen Garten versuchen. Lektion 32. Lebensmitteleinkauf.
Hi Anna, wo gehst du normalerweise einkaufen? Hallo John, ich gehe gerne auf den örtlichen Bauernmarkt. Das ist eine tolle Wahl. Frische Produkte sind immer die besten. Südhof. Darüber hinaus werden lokale Landwirte unterstützt. Ich liebe die Atmosphäre auf Bauernmärkten. Tja, es ist schön, beim Einkaufen mit den Verkäufern zu plaudern. Haben Sie einen Lieblingsanbieter? Ja, derjenige, der Biofrüchte verkauft. Die schmecken fantastisch. Das muss ich mir beim nächsten Mal unbedingt ansehen. Lektion 33. Traumziele. Hi Anna, hast du schon an deinen nächsten Urlaub gedacht? Hallo John, absolut. Ich denke darüber nach, irgendwohin zu fahren, wo es schöne Strände gibt. Das klingt erstaunlich. Fällt Ihnen ein bestimmter Ort ein? Ich habe über Hawaii nachgedacht. Die Landschaft ist atemberaubend. Hawaii ist atemberaubend. Die Strände dort sind so malerisch. Ja, außerdem sind die Kultur und das Essen unglaublich. Definitiv. Ich habe gehört, dass die lokale Küche ein Muss ist. Ich kann es kaum erwarten, frisches Pokan-Chawais zu probieren. Klingt köstlich. Irgendwann sollten wir mal eine gemeinsame Reise planen. Lektion 34. Frieden verstehen. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, was Martin Luther King Jr. getan hat, um den Frieden zu fördern? Südhof. Er ermutigte zu Verständnis und Verständnis, um Gewalt durch Liebe zu ersetzen. Das ist mächtig. Seine Botschaft war so wirkungsvoll. Wie kommt es Ihrer Meinung nach heute an? Ich glaube, dass es jetzt noch relevanter ist. Die Menschen haben immer noch Schwierigkeiten, Konflikte zu lösen. Klar. Von seinem Ansatz des friedlichen Protests können wir alle lernen. Tja, es geht um Dialog und Empathie und nicht darum, lauter zu schreien als die Opposition. Genau. Glauben Sie, dass Bildung bei der Verbreitung seiner Botschaft eine Rolle spielte? Definitiv. Zukünftigen Generationen etwas über Mitgefühl beizubringen, kann einen Unterschied machen. Alles beginnt mit Bewusstsein und Verständnis, nicht wahr? Lektion 35. Anspruchsvoll und doch lohnend. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du kürzlich ein herausforderndes Projekt übernommen hast. Ja, es war hart, aber lohnend. Es hat mich wirklich zum Wachsen gebracht. Ich kann es mir vorstellen. Wie hat es Sie als Person geprägt? Es lehrte mich Resilienz und die Bedeutung von Ausdauer. Das ist großartig. Die Bewältigung von Herausforderungen führt oft zu persönlichem Wachstum. Hilf. Ich habe gelernt, Schwierigkeiten anzunehmen, anstatt ihnen aus dem Weg zu gehen. Das ist eine starke Denkweise. Was steht als nächstes auf Ihrer Agenda? Ich habe vor, ein weiteres Projekt zu übernehmen, das Teamarbeit erfordert. Die Zusammenarbeit mit anderen kann so bereichernd sein.